Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Zum Start in den Herbst und tröstend für den Abschied vom Sommer habe ich natürlich wieder ein schönes Herbstrezept mitgebracht. Zwetschgen haben jetzt Saison, deswegen einen Zwetschgenkuchen, aber keinen ganz klassischen. Den gibt es schon bei mir auf dem Blog, sondern einen mit Mohn-Marzipanstreuseln. Es ist wirklich etwas Schönes, Raffiniertes und etwas Besonderes. Vielleicht für Gäste, vielleicht aber auch einfach für euch an einem schönen verregneten Sonntagnachmittag mit einer guten Tasse Kaffee oder Tee. Also das ist wirklich ein guter Trost, wenn man so ein bisschen den schönen sonnigen Tagen hinterher jammert. Bevor wir aber jetzt ins Rezept starten, möchte ich euch noch daran erinnern, den Kanal zu abonnieren. Hier die kleine Glocke auch aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. In der Videobeschreibung unter dem Titel findet ihr alle wichtigen Infos zum Rezept, die Zutatenliste, den Link zum Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Den findet ihr auch dort. Und ihr findet dort auch den Link zu meinem Shop. Dort gibt es alle wichtigen Utensilien zu backen und natürlich auch die Sugar Princess Backlinie hier. Zum Beispiel dieses Blech kann ich euch super empfehlen. Das verwende ich in diesem Video, aber auch ganz viele andere wunderschöne und sehr hochwertige Backutensilien mit der Krone. Also schaut dort unbedingt mal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir starten in unser wunderschönes Zwetschgenkuchen mit Marzipan-Mohnstreuseln Rezept. So, für unseren klassischen Hefeteig das Mehl 500 Gramm in eine Schüssel geben. Und wir formen uns hier einfach eine Mulde für die Hefe und einen halben Würfel Hefe hier hineinbröseln in die Mulde. So, dann verwende ich 50 Gramm Zucker und davon nehme ich jetzt einfach schon ein bisschen was ab und gebe das hier zu, sodass die Hefe besser aufgehen kann zu einem Vorteig. Dann verwende ich einen Viertel-Liter Milch und auch da gebe ich etwas von der lauwarmen Milch hier dazu. Bitte nur lauwarme Milch verwenden, auf keinen Fall heiße Milch, sonst sterben die Hefebakterien ab und euer Hefeteig wird nichts werden. Die ist jetzt wirklich so handwarm einfach, so ein bisschen was. Und dann ein bisschen von außen das Mehl auf die Hefe geben. Und jetzt lassen wir die Hefe so ein bisschen anspringen, einfach 5 bis 10 Minuten, gerade abdecken mit einem Tuch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach 5 bis 10 Minuten sieht dann unser Vorteig so aus. Er wirft Bläschen, wie ihr seht. Und jetzt können wir hier noch die schöne zimmerwarme Butter auf dem Rand verteilen. Ich habe mir übrigens zwischendurch die Zwetschgen gewaschen schon mal und ich werde auch noch einen Teil des Kuchens mit Äpfeln belegen, weil ich so viele Äpfel habe dieses Jahr, die auch noch gewaschen. Das kann man gut in der Zwischenzeit erledigen. 60 Gramm zimmerwarme Butter so in Flöckchen auf dem Rand hier verteilen. Einfach so ein bisschen auseinander pflücken. So. Und natürlich darf auch eine Prise Salz nicht fehlen, aber die nicht direkt auf die Hefe geben, sondern einfach so ein bisschen hier an die Seite. So, Prise Salz. Dann haben wir alles. Unsere schöne herbstliche Kerze. Und natürlich brauchen wir jetzt noch den restlichen Zucker. Den geben wir hier auch noch schön drüber. So. Und die restliche Milch. Darf ruhig lauwarm auch sein. Und jetzt den Hefeteig einfach mit den Knethaken des Rührgeräts oder auch mit den Händen von innen nach außen schön zu einem geschmeidigen Hefeteig verkneten. Selbstverständlich geht das auch mit der Küchenmaschine. Ich zeige das nur so, dass wirklich alle mitmachen können. Und wenn der Teig so schön jetzt sich vom Schüsselrand löst und ja, nicht mehr klebt, dann können wir ihn auch noch mal mit den Händen nachbearbeiten, dass er wirklich richtig schön geschmeidig wie ein Ohrläppchen wird. So muss ein Hefeteig nämlich sein. Das geht am besten auf der Arbeitsfläche. Etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben. Es muss nicht viel sein. Einfach nur, dass unser Teig nicht anklebt. Und dann können wir den hier auf die Fläche geben. Gerade noch mal schön durchkneten, dass alles schön geschmeidig wird. Und ihr merkt das dann, wenn es alles sich gut verbunden hat.
und der Hefeteig wirklich so richtig schön zart, wie ein Ohrläppchen, sagt man, wird, dann ist er richtig. Also knetet ruhig noch so 5 Minuten nach, 5 bis 10 Minuten. Das gibt Muskeln und der Teig wird dadurch umso besser. Und ein guter Hefeteig, der klebt überhaupt nicht mehr dann an der Arbeitsfläche. Ihr seht jetzt hier, ich kann hier ohne Mehl arbeiten, es klebt nicht. Ganz weich und zart ist jetzt mein Hefeteig geknetet. Wunderschön. Ich gebe ihn jetzt zurück in die Schüssel. Ein bisschen Mehl unten unter den Teig, damit er nicht anklebt. Und ein wenig Mehl oben drüber. So, schön abdecken. Und wir stellen ihn zum Gehen an einen warmen Ort. Und in der Zeit können wir uns dann auch schon den Belag und die Streusel zubereiten. So, die Zwetschge natürlich schön vorbereiten, Stiele abmachen. Und ich mache es immer so, dass ich es einfach einmal einschneide, an einer Seite nur die Hälfte. Und dann mache ich sie mir auf und hole mir den Kern raus. So, und dann lasse ich sie einfach so zusammen. Und vielleicht noch hier kurz mal einschneiden. Und dann kann man sie wunderbar auf dem Kuchen so als Vierer verteilen. So bereite ich jetzt alle meine Zwetschgen vor. Und dann werde ich natürlich noch die Äpfel gerade schälen und entkernen und auch in Scheiben schneiden. Ja, das dauert schon eine Weile, aber das ist dann ganz praktisch, wenn der Teig in der Zeit gehen muss. Dann kann man in Ruhe und gemütlich bei Musik die Früchte zubereiten. Das finde ich immer ganz entspannt. Und in der Zeit kann einfach unser Hefeteig wunderbar aufgehen. Und dann, wenn ich das fertig habe, dann sehen wir uns wieder zum Streusel machen. Das können wir nämlich dann auch in der Gehzeit des Teiges erledigen, dass die schon mal fertig sind. Alle fertig. Jetzt noch die Äpfel und dann sehen wir uns wieder für die Streusel. So, der letzte Apfel wird geschält. Wenn ihr Äpfel noch verwendet, dann nehmt säuerliche Backäpfel, wie auch bei meinem Apfelkuchen, den ich letzte Woche gezeigt habe, der übrigens auch sehr empfehlenswert ist. Wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen und auch nachbacken. Und dann natürlich die Äpfel schön mit Zitrone beträufeln, damit sie nicht so braun werden. Einfach so ein bisschen in Scheiben schneiden und so ein bisschen einfach vermischen mit der Zitrone. Die habe ich mir gerade ausgepresst und darüber gegeben. Und so haben wir dann genug Zeit und es wird nicht braun. Sieht das nicht wunderschön aus? So herbstlich und wunderbar. Einfach, die Mühe lohnt sich. Ich habe jetzt aber auch wirklich 45 Minuten gebraucht, um alles herzurichten. Also da hat man die Gehzeit einfach dafür. Das ist wirklich genau passend. Jetzt können wir uns noch die Streusel herrichten und dann ist unser Hefeteig nämlich auch schon fertig. Und erstmal nehmen wir das Marzipan und schneiden das in kleine Stücke. Ihr könnt es auch reiben. Also Hauptsache, es ist relativ klein, damit wir es nachher gut verkneten können. Ich schneide das jetzt mal hier einfach. Ich habe jetzt hier 100 Gramm Marzipan. So, ein bisschen auseinandernehmen, dass wirklich keine Klumpen so entstehen. So, die Butter auch in Stücken dazugeben. 100 Gramm Butter in Würfeln oder in Stücken. Mehl hinzugeben. Da brauchen wir 200 Gramm Mehl, den Zucker und da nehme ich 60 Gramm. Und jetzt kommt das besondere Mohn, und zwar 50 Gramm Mohn. Und wer das nicht möchte, kann den Mohn natürlich auch weglassen. Ich gebe jetzt noch einen Teelöffel Vanilleextrakt hinzu, finde ich dann besonders schön herbstlich. Ungefähr einen Teelöffel und etwas Zimt. Einfach so eine Viertel Teelöffel Zimt noch dazu, Viertel bis einen halben. Und dann ist unsere Mischung richtig schön herbstlich. Dies alles jetzt zu streuseln, verkneten. Ich helfe da zwischendurch auch immer mit den Fingerspitzen nochmal nach, dann lässt sich nämlich die Butter und das Marzipan so ein bisschen besser zerkleinern. Also das ist so die alte Methode, die meine Oma mir auch beigebracht hat. Denn die hat immer gesagt, du musst die Streusel mit den Fingerspitzen verkneten. Und das hat sie dann immer vorgemacht. Und da war ich dann ganz begeistert von meiner Oma.
Und ihr seht, das klappt dann auch ganz gut. Also das Rührgerät kann das nicht so gut wie ich jetzt hier. Da braucht es dieses Gefühl in den Händen dafür. Und dann haben wir eine wundervolle, ganz, ganz raffinierte Streuselmasse, die was ganz Besonderes ist und bestimmt eure Familie und die Gäste begeistern wird. Die Streusel sind fertig. Wenn ihr sie etwas dichter haben wollt, also größer haben wollt, dann nehmt vielleicht etwas weniger Mohn. Die stelle ich mir jetzt noch beiseite. So, hier haben wir jetzt nach einer Stunde Gehzeit unseren Hefeteig. Der ist wirklich bis zum Schüsselrand gelaufen, spazieren gegangen. Den können wir jetzt auf die bemehlte Arbeitsfläche geben und ihn gerade einmal ausstoßen und dann ausrollen. Wunderschön. Gerade so einmal so ein bisschen ausstoßen und ausrollen auf Backblechgröße natürlich. So schön, ich liebe Hefeteig. Jetzt gucke ich gleich mal, er ist ein bisschen bockig, zieht sich so ein bisschen zusammen, gerade entspannen lassen dann, wenn sowas ist. Einfach 5 Minuten abdecken mit dem Küchentuch. Aber ich gucke jetzt mal, ob es passt und lege ihn hier drauf und ziehe ihn dann nochmal schön zurecht für das Blech. Ihr könnt hier auch einen Backrahmen verwenden. Damit ihr es besser seht, lasse ich den jetzt mal weg. Den bekommt ihr auch bei mir im Shop, den Sugar Princess Backrahmen. Der passt genau in dieses Blech rein, lässt sich ausziehen und Platz sparen, verstauen. Die Zwetschgen und oder die Äpfel, also wie ihr das wollt, ist ganz euch überlassen. Ich fange jetzt mal mit den Zwetschgen an. Und ihr seht, das ist jetzt ganz einfach mit der Ziehharmonika. Da kann man das richtig schön dicht belegen. Bisschen andrücken. Ja, also mit meinen Äpfeln, das wird nichts mehr, glaube ich. Das macht nichts. Ich mache mir einfach noch einen zweiten Hefeteig und lege dann die Äpfel auf den zweiten Teig. Das ist nämlich hier, das reicht wirklich ganz gut aus eigentlich. Naja, vielleicht die letzten 3 Meter sozusagen muss ich dann noch Äpfel nehmen. Und der ist jetzt wirklich schön dicht belegt. Und da habe ich noch ein klein bisschen Platz für die Äpfel, aber nicht mehr viel. So. Letztes Äpfelchen. Ich habe noch viele übrig. Daraus koche ich mir jetzt entweder ein Apfelmus oder ich mache noch ein zweites Blech. Jetzt lassen wir den Kuchen so schön belegt nochmal eine halbe Stunde ungefähr gehen. Bedeckt mit einem Tuch. Und in der Zeit können wir den Ofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und dann kommen nur noch unsere schönen Streusel oben drauf. Die können wir in der Zwischenzeit übrigens kalt stellen, dass sie nicht so schmelzen dann, sondern schön die Form behalten. Jetzt erst einmal schön abdecken und noch einmal eine Runde gehen lassen. Da sind meine Streusel. Ich hatte sie ein bisschen draußen stehen für Kühlung. Kommen jetzt hier alle schön oben drauf. Und natürlich, wenn ihr mit Backrahmen backen könnt, ist es besser. Dann könnt ihr hier jetzt ohne Probleme einfach drauf streuseln, ohne dass euch das alles runterfällt. Das ist dann schon besser. Die Streusel schmecken sehr lecker. Ich habe sie schon probiert. Sie sehen so ein bisschen anders aus als normal. Das ist natürlich etwas raffiniert bei diesem Rezept. Und ich habe natürlich auch noch Äpfel übrig gehabt. Das wisst ihr ja. Und daraus habe ich gleich noch einen Kuchen gezaubert. Ging richtig schnell, einfach einen schnellen Apfelkuchen. Bisschen andrücken, dass wir hier keine Schwierigkeiten haben, weil wir ja den Backrahmen nicht haben. Also ich empfehle euch wirklich, den Backrahmen zu verwenden, damit da jetzt auch nichts überläuft. Aber fürs Zeigen war es natürlich günstig, das jetzt ohne Backrahmen zu machen. So, und jetzt wird gebacken und zwar 35 bis 45 Minuten auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizten Ofen. So wunderschön sieht mein Zwetschgenkuchen jetzt nach 35 bis 40 Minuten Garzeit aus. Die Streusel schön knusprig geworden. Ich lasse ihn jetzt etwas abkühlen. Man kann ihn dann am besten lauwarm mit einem Klacks frischer Sahne und einer Tasse Kaffee oder Tee genießen. Ich freue mich schon, das ganze Haus duftet. Und so sieht unser leckerer Kuchen nun aus. Er ist natürlich relativ dunkel, das ist ganz klar durch den Mohn. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr etwas weniger Mohn nehmen, entweder oder einfach ganz normale Streusel oder den Mohn durch etwas anderes ersetzen, zum Beispiel durch Nüsse. Ich werde zum Servieren noch etwas Puderzucker darüber geben, dann sieht es so aus. Und ihr seht,
Wunderbar. Und es schmeckt traumhaft lecker. Ich habe natürlich schon genascht. Sehr, sehr raffiniert und mal ein bisschen anders. Ein schöner, etwas herber Geschmack durch den Mohn. Also eine tolle Variante und wir werden jetzt gemeinsam probieren. So ihr Lieben, der Tisch ist schön gedeckt mit einem meiner feinsten Porzellane. Ich habe sehr kleine Stückchen geschnitten. Man kann natürlich auch die Normalgröße verwenden, aber diese hier sind jetzt ganz klein, sozusagen Mundgröße. Da brauche ich nicht mal eine Gabel, kann ich einfach so mit einem Haps vernaschen. Ein bisschen Sahne werde ich noch drauf geben auf mein Mini-Stückchen hier. Einfach schön, wie eine kleine Praline. Wunderbar, schaut euch das mal an. Das ist mal ein Zwetschgenkuchen, mal was ganz anderes. Diese Herbheit der Mohnstreusel ist wirklich fantastisch, passt wunderbar zum Herbst. Ich finde es persönlich wirklich fast noch besser als den Klassiker. Die Kombination aus diesem Hefeteig, den saftigen Pflaumen und dann den Streuseln, die so ein bisschen herb sind, das ist einfach wunderbar für den Herbst. Sehr, sehr lecker. Das war mein leckerer Zwetschgenkuchen mit Mohn-Marzipan-Streuseln. Eine raffinierte Variante des Klassikers. Unbedingt einmal ausprobieren. Ist wirklich was ganz Besonderes. Und wer den Mohn nicht ganz so deutlich haben möchte, der kann natürlich auch die Hälfte nehmen. Das ist gar kein Ding und vielleicht den Rest durch Nüsse ersetzen. Also da kann man so ein bisschen rumexperimentieren. Ich freue mich schon auf eure Fotos. Schickt sie mir dann auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort, wie gesagt, findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken und den Link zu meinem Shop. Ich kann euch die Produkte alle nur empfehlen. Sie sind jahrelang von mir getestet. Teilweise sind es ja auch meine eigenen Produkte. Die werden hier in Weibstadt hergestellt, sind von höchster Qualität. Also alles mit der Krone, das kann ich euch wirklich absolut und top ans Herz legen. Einige von euch haben sich ja auch schon mit der ganzen Linie eingedeckt. Ist wirklich fantastisch. Ich freue mich sehr, dass ihr den Shop so gut annehmt. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich ihn eröffnet habe. Ja, und ich freue mich, dass ihr ihn alle so rege besucht und so viel Freude daran habt, dort zu stöbern und euch vielleicht auch etwas Schönes zu gönnen. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder am Sonntag um 10 Uhr mit einem neuen Torten- oder Kuchenvideo. Deswegen den Kanal abonnieren, nicht vergessen, die kleine Glocke drücken, weiterempfehlen, denn unsere Community ist eine ganz besonders schöne, finde ich. Also wir sind miteinander richtig klasse im Umgang. Ich habe hier ganz, ganz selten negative Kommentare und dafür möchte ich euch allen ganz herzlich danken. Das ist wirklich eine wunderbare, ja, Sugar-Community und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Backen. Tschüss!